Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Walter Isaacsons Biografie. Leonardo da Vinci. Die Biografie bietet einen faszinierenden Einblick in das Leben eines der größten Genies der Menschheitsgeschichte. Das Buch beleuchtet nicht nur Leonardos unermüdlichen Wissensdrang, sondern auch seine Arbeitsweise, seine Persönlichkeit und seine Zeit. Isaacson tritt damit in die Fußstapfen seiner erfolgreichen Werke über Steve Jobs und Albert Einstein und wendet sein Talent dafür an, komplexe Persönlichkeiten verständlich, spannend und inspirierend darzustellen. Der Leser erfährt, wie Leonardo da Vinci zum Inbegriff des Renaissance-Menschen wurde. Als Maler, Bildhauer, Wissenschaftler, Ingenieur und Visionär. Die Biografie stützt sich auf Leonardos unzählige Notizbücher, Briefe und Kunstwerke und zeichnet so ein facettenreiches Porträt abseits des Mythos. Isaacsons einfühlsame Darstellung betont die Bedeutung von Neugier, Kreativität und lebenslangem Lernen und macht deutlich, warum Leonardos Leben und Werk heute aktueller denn je sind. Die Biografie lädt dazu ein, Leonardo als Mensch mit Stärken, Schwächen, Macken und brillanten Einfällen kennenzulernen und inspiriert uns, die Welt mit ebenso wachen Augen zu betrachten. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Leonardos unstillbarer Wissensdurst. Leonardo da Vinci zeichnete sich durch eine fast grenzenlose Neugierde aus, die ihn zu lebenslangem Lernen und Forschen antrieb. Walter Isaacson stellt diesen Forschungsdrang ins Zentrum seiner Biografie und dokumentiert Leonardos Leidenschaft, alles zu hinterfragen. Von der Funktionsweise des menschlichen Körpers bis zu den Bewegungen von Wasser und Wolken. Er verschlang Bücher, sezierte Leichen, beobachtete Tiere und entwarf Maschinen, oft nur um der Freude am Verstehen willen. Isaacson macht deutlich, dass Leonardos Fähigkeit, scheinbar zusammenhanglose Disziplinen zu verbinden, viele seiner bahnbrechenden Entdeckungen erst ermöglichte. Die Biografie zeigt, wie sich Leonardos Notizbücher als Miniaturuniversum seiner Interessen und als Spiegel seiner Kreativität lesen lassen. Die Vielseitigkeit und der Querdenkergeist da Vincis werden als Vorbild präsentiert, das Leser motivieren kann, sich auf ihr eigenes lebenslanges Lernen und auf Wissbegierde einzulassen. Zweitens. Die Verbindung von Kunst und Wissenschaft. Leonardos Genie lag in seiner einzigartigen Fähigkeit, Kunst und Wissenschaft zu vereinen. Isaacson beschreibt, wie Leonardos künstlerische Projekte, wie die Mona Lisa und das letzte Abendmahl, ebenso tief von anatomischem und naturwissenschaftlichem Wissen geprägt sind, wie von ästhetischer Sensibilität. Die Biografie zeigt, wie Leonardo Formen studierte, Lichtverhältnisse analysierte und mathematische Prinzipien auf seine Kompositionen anwandte. Seine wissenschaftlichen Skizzen und Modelle sind geprägt von künstlerischer Beobachtungsgabe und Detailverliebtheit. Laut Isaacson befruchteten sich beide Bereiche ständig gegenseitig. Leonardos intensive Studien der Muskeln und Knochen führten zu lebensechteren Gemälden, während seine Beherrschung von Perspektive und Proportion ihn zum visionären Wissenschaftler machte. Dieses Ineinandergreifen von Kreativität und Analyse hebt Isaacson als wichtigen Grund für Leonardos einzigartigen Beitrag zur Kulturgeschichte hervor. Drittens. Der Mensch, Leonardo, Schwächen, Eigenheiten und Persönlichkeitszüge. Isaacson bemüht sich, Leonardo da Vinci nicht nur als Übermensch oder unantastbares Genie darzustellen, sondern als Menschen mit Eigenheiten, Schwächen und Ängsten. Er beschreibt ihn als Träumer, der viele Projekte nicht vollendete, gelegentlich mit Geldproblemen kämpfte und sich lieber in Details verlor, als sich mit oberflächlichen Lösungen zufrieden zu geben. Die Biografie zeigt Leonardos Toleranz, seine Friedfertigkeit und sein Bemühen um Schönheit und Harmonie, ebenso wie seine Eigenwilligkeit und Unangepasstheit. Auch die offenen Fragen zu seiner Sexualität, seine schwierigen familiären Verhältnisse und seine Beziehung zu Freunden und Mäzenen werden thematisiert. Isaacson gelingt es so, Leonardo für Leser heutiger Zeit menschlich greifbar zu machen, ohne seinen Mythos zu entzaubern.
Diese differenzierte Darstellung vermittelt einen Zugang zu Leonardos Innenleben, der zum Spiegel der eigenen Sehnsüchte und Unsicherheiten werden kann. 4. Leonardos Notizbücher als Fenster zu einem genialen Geist. Ein zentrales Element der Biografie sind Leonardos zahllose Notizbücher, in denen er seine Gedanken, Skizzen und Beobachtungen akribisch festgehalten hat. Isaacson analysiert diese Quellen und nutzt sie, um nicht nur Leonardos Arbeitsweise, sondern vor allem seinen Denkprozess nachzuvollziehen. Die Leser erfahren, wie Leonardo seine Inspirationen festhielt, Fragen sammelte und Prioritäten setzte. Seine Notizbücher sind ein Laboratorium der Kreativität, chaotisch, voller Abschweifungen, aber äußerst produktiv. Isaacson zeigt, wie Leonardos Methode, visuell zu denken und zu dokumentieren, ihn zu vielen Innovationen führte, von Flugmaschinen über Wasserpumpen bis zu revolutionären künstlerischen Konzepten. Die Notizbücher machen deutlich, wie bedeutend es ist, eigene Ideen aufzuschreiben und zu visualisieren. Für heutige Kreative ein unschätzbarer Tipp aus der Renaissance. Schließlich Leonardos Vermächtnis und Bedeutung für die Gegenwart. Im letzten Teil der Biografie setzt sich Isaacson intensiv mit Leonardos Nachwirkung auseinander. Obwohl er vieles nicht vollendete und einige seiner technischen Visionen erst Jahrhunderte später realisiert werden konnten, bleibt Leonardos Einfluss ungebrochen. Isaacson fragt nach, was wir mit den Herausforderungen unserer Zeit von Leonardo lernen können. Neugier, interdisziplinäres Denken, Lust am Experimentieren, Scheitern als Weg zur Innovation zu begreifen und Schönheit im Detail zu suchen. Die Biografie betont, wie Leonardos Lebenswerk als Inspiration über Generationen hinweg wirkt, sowohl in der Kunst als auch in Technologie, Wissenschaft und Philosophie. Sein Beispiel zeigt, wie mutiges, kreatives Denken die Welt verändern kann. Leonardos Relevanz für heutige Fragen, vom Umgang mit Daten bis zur Förderung von Kreativität in Unternehmen, unterstreicht Isaacson durch zahlreiche Verweise auf aktuelle Forschung und Praxis und erweitert so das klassische Genieporträt zu einer Quelle für praktischen Rat und Zukunftsvisionen. Zusammenfassend: Leonardo da Vinci. Die Biografie von Walter Isaacson richtet sich an ein breites Publikum. Egal ob Kunstliebhaber, Wissenschaftsinteressierte, Kreative, Studierende oder Führungskräfte nach Inspiration suchen. Das Buch ist nicht nur eine faszinierende Lebensgeschichte, sondern auch ein Werkzeugkasten voller Ideen, Einsichten und Denkanstöße für Menschen, die beruflich und privat wachsen möchten. Isaacson liefert durch seine aufwendig recherchierte und lebendig erzählte Darstellung einen Überblick über das Denken und Schaffen des größten Universalgenies. Lesende erhalten zahlreiche Impulse, wie sie selbst kreativer, neugieriger und offener für neue Perspektiven werden können. Die Fähigkeit, über den Tellerrand zu schauen und Disziplinen zu verbinden, wird an Leonardos Beispiel anschaulich und motivierend vermittelt. Im Gegensatz zu vielen anderen Biografien überzeugt Isaacsons Werk durch seinen flüssigen Stil, die Einbeziehung aktueller Forschung sowie den konsequenten Praxisbezug. Wer dieses Buch liest, nimmt nicht nur eine neue Sicht auf Leonardo mit, sondern gewinnt Anregungen für die eigene Entwicklung im Alltag und Beruf. Deshalb lohnt es sich, gerade diese Biografie zu kaufen. Sie inspiriert, motiviert und macht Mut zum eigenen Forschen, Träumen und Gestalten. Wenn Sie unterstützen möchten, Walter Isaacson, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.